Sieht dein Dribbeln derzeit auch eher so aus und deine Schüsse verfehlen immer das Tor? Ich fühl's. Ich bin der Domi, ich bin kompletter Fußballanfänger und deswegen habe ich mir einen Profi dazu geholt. Leo, auch bekannt als Matchfit-Zocker, der im Internet Millionen Leute mit seinem Fußball-Content und Tipps begeistert. Was macht dich zum Profi? Mich zum Profi? Ja, ich habe das Privileg, mit Profis abzuhängen, mit denen zu arbeiten, mit denen zu kicken. Ja, ich glaube, der größte Name ist Real Madrid, der größte Club, FC Bayern auch. Und ja, dementsprechend habe ich Gott sei Dank ein paar Insider und ja, mal schauen, was man aus ihm machen kann. Als erstes Equipment-Technik. Das Allerwichtigste, Fußballschuhe. Ein guter Ball. Schienbeinschoner, ich trainiere nicht mit Schienbeinschonern. In Portugal, als ich gespielt habe, haben wir mit Schienbeinschonern trainiert. Gar nicht mein Ding, ist auch nicht notwendig. On top kann man natürlich ein bisschen in Equipment investieren und das nächste Level erreichen will. Schaut schon viel besser aus. Jetzt glaube ich, bin ich ausgestattet, oder? Sehr gut. Wir fangen an mit dem ganz normalen Innenseitenpass. Wichtig zu beachten ist, dass du das Standbein relativ nah an den Ball bringst, dahin gerichtet, wo der Pass hingehen soll, in dem Fall die Wand. Und dann mit der Innenseite die Mitte des Balles treffen und dann einfach durchschwingen. So. Standbein neben dem Ball und dann Mitte des Balls treffen und dann durch. Bisschen niedriger. Bisschen niedriger. Du hast ihm ein bisschen einen Topspin gegeben gerade. Du hast das Bein ein bisschen angewinkelt. Du passt gerade ein bisschen so. Also schwing einfach durch. Schwing durch. Boom. Okay. Genau. Viel besser. Top. Sind wir bereit für den nächsten Schritt? Nächster Schritt, Ballkontrolle. Man kann sehr leicht festlegen, ob jemand ein guter Fußballer ist, je nachdem, wie gut er den Ball beherrschen kann. Ja, das involviert Danteln, das involviert auch einfach die Ballbehandlung hier. Es tut solche Geschichten. Und das testen wir jetzt mal. Ich gebe dir mal eine Einfall. Lass mal erstmal probieren, wie gut du danteln kannst. Also du gehst dann hier voll in eine Extension, also zack, dann hast du ihn hier und dann kannst du danteln. Versuch mal das. Schauen wir mal. Also so zu mir ranziehen? Genau, sehr gut, sehr gut. Hey, gar nicht schlecht. Versuchen wir mal zu schauen, wie gut deine Ballkontrolle ist, generell. Ich würde jetzt mal als Aufgabe gehen, du hast schon gemerkt, Innenseite ist sehr wichtig im Fußball. Ja. Versuch mal hier einfach von der Innenseite zur Innenseite den Ball zu befördern. Den hier? Sehr gut, ey, top, das ist sehr gut. Versuch mal den Kroketter, also praktisch Innenseite zu Innenseite und zurück. Okay. Iniesta hat das sehr bekannt gemacht. Wichtig ist es, dass du den Ball hier schön stoppst. Okay, also hier so rüber, dann hier stoppen. Du brauchst ein bisschen mehr Bewegungsamplitude, das heißt... So dann. Genau, jawohl, mit so einem Step. Pass ihn nicht zurück, sondern stopp ihn. Stopp. Und rüber, stopp. Für den Anfang kannst du auch einfach nur das hier machen. Aber es ist im Spielgeschehen selber nicht sehr realistisch. Realistischer wäre, wenn der Gegner auf dich zukommt und ich mache dann den Krokett an ihm vorbei. Jetzt bin ich gespannt, wie gut du das schon ausführen kannst. Ich hole jetzt mal Hütchen und dann machen wir etwas ein bisschen Komplexeres. Okay. 3 Hütchen in L-Formation. Mir ist schon aufgefallen, ein stärkerer Fuß ist eher der rechtere, richtig? Ja. Deswegen habe ich es mal so aufgestellt, dass du jetzt mal erstmal mit dem rechten arbeitest und zwar folgendes. Der Ball ist hier beim vorderen Hütchen. Du ziehst ihn mit der Sohle hinter. Dann mit der Innenseite wie vorhin rüber, dann benutzt du die Außenseite vom selben Fuß, mit der Außenseite zurück, mit der Innenseite beförderst du ihn wieder vor und dann wiederholt sich das Ganze. Ziehen, Innenseite, Außenseite vor, ziehen, Innenseite, Außenseite vor. Ziehen, Innenseite, Außenseite vor. Mit der Innenseite vor. Mit der Innenseite vor und dann hier nochmal stoppen. Was dir hilft, ist, dass du einen Schritt nach hinten machst. Okay. Also das Standbein ist nicht fixiert und du ziehst einen Hinterwallscheuer, dann wird es schwierig. Sondern du bewegst dich mit, du ziehst, gehst hinter und dann hast du den Platz, um die Bewegung auszuführen. Innenseite, jawohl. Ja, ist doch gut. Ja, okay. Okay. Schauen wir uns das Schießen an. Bei dieser Technik gibt es 3 wichtige Punkte, die ihr beachten müsst. Schaut, dass das Standbein wieder in die Richtung zeigt, wo ihr schießen wollt. Statt die Innenseite wie beim Pass benutzt ihr den Innenspan. Und dann, wenn ihr schießt, schaut, dass ihr euch leicht über den Ball legt. Es geht hier um euren Körperschwerpunkt. Wenn er zu weit nach hinten ist, wenn ihr eher so eine Lage habt beim Schuss, dann hebt ihr den Ball an und er geht übers Tor. Dann schauen wir uns mal an, was ich gelernt habe. Jawohl! Technik war aber gut. Sehr gut. Wir haben uns jetzt angeschaut, wie man perfekt schießt, aber wie kommen wir denn überhaupt zum Schießen hin, Leo? Jetzt kommt Dribbling ins Spiel. Was wir davor gemacht haben, war eher Ballbeherrschung, also Ballkontrolle auf der Stelle. Aber das ist die Basis
fürs Dribbling. Okay. Folgende Übung. Ganz simpel, eine Hütchenlinie und helfen auch Steine, Schuhe, irgendwas, was du als Orientierung aufstellen kannst. Und du machst praktisch in Slalombewegung, weavest du, ist der Cone Weave, durch die Gegner, durch die Objekte durch. Genau. Okay, also ich gehe hier rüber, zack, Innenseite, Außenseite. Was du auch schon richtig gut gemacht hast, dass man an den Hütchen vorbeigeht. Da wären Stangen sehr hilfreich, weil du da nicht schummeln kannst und praktisch hier vorbei dribbelst, aber übers Hütchen steigst. Du musst ja wirklich lernen, den Körperschwerpunkt verlagerst. Weißt du, rüber, zack und wieder zurück. Das ist sehr wichtig beim Dribbling, weil sonst fällt der Gegner nicht drauf ein. Aber jetzt kommt mein Favorite und zwar Zickzack. Ich zeig dir mal, wie es geht. Also hier vorbei und weg. Das wird sportlich. Sehr gut, stark. Gut, du hast so am letzten ein bisschen geschummelt, aber... Schneide ich weg. Und dasselbe dann halt mit links. Also links ist bei mir Katastrophe, glaube ich. Okay. Sehr gut. Was immer hilft, ist erstmal langsam zu machen, weil die Ausführung ist das Allerwichtigste. Es bringt nichts, schnell zu machen, aber der Ball geht irgendwo hin und zufälligerweise klappt's. Und hilfreich ist so für den Anfang so viele Ballkontakte wie möglich. Im echten Profispiel musst du schon, dass du effizient bist. Dass du wirklich dasselbe Ziel erreichst mit wenigen Kontakten. Okay. Thomas Müller ist das beste Beispiel. Aber in einem Turn zurück ist ideal, aber mach halt 1, 2 und dann hast du genau die richtige Richtung. Genau, perfekt, sehr gut. Danke dir für die Tipps. Ja, gerne doch. Ich glaube, wir sind bereit, uns anzuschauen, wie wir physisch, körperlich fit werden, dass wir die anderen Leute einfach unaufhaltsam sind. Was sind ein paar coole Tipps, dass ich erstens ein bisschen schneller werde, beim Körpereinsatz vielleicht auch nicht so weggecheckt werde und mich auch nicht so leicht verletzt? Grundsätzlich ist wichtig, dass du dann ein bisschen Widerstandstraining machst. Erstmal mit Körpergewicht, je nachdem, wie deine Entwicklung ist, mit Zusatzgewicht. Grundsätzlich ist wichtig, dass du halt bewegungsnah trainierst. Ja, spielorientiert und Sachen, die sich grundsätzlich dann im Spielgeschehen dann auch spiegeln. Widerstandsfähigkeit im Zweikampf, da einfach die Oberkörperstruktur, Core für die Knöchel und einfach generell Schnelligkeit, Spritzigkeit ist wichtig, dass du plyometrische Sprünge machst. Wie stabil, wie elastisch du gerade hier im Knöchelbereich bist. Erstens für die Verletzungsprävention, aber auch für die Explosivität, wenn du dann einfach am Gegenspieler vorbeiziehen willst und einfach diese Schnelligkeit hast. Ich mag halt sehr gern Single-Leg-Exercises, weil gerade im Fußball die Beanspruchung ist eher immer auf ein Bein. Es ist selten, dass beide Beine zum Einsatz kommen. Das heißt, alles, was so unilaterales Training angeht, finde ich sehr hilfreich. Okay. Also einen ganzen Körper trainieren, am besten spielnah, praxisnah. Genau. Zwecks Ausdauertraining kann man natürlich für die Grundlagenausdauer einfach joggen gehen, laufen gehen. Gerade in der Offseason ist es gut, dass man sich fit hält. Aber spielnah, wie gesagt, also man nennt das High-Intensity-Interval-Training. Du hast einfach Bewegungsformen, die auf die Ausdauer gehen logischerweise, aber die halt spielnah sind. Das heißt viele Richtungswechsel. Du bist mal volle Kanne in Bewegung, aber dann gibt es Momente, wo du einfach nur am Gehen bist auf dem Platz. Wir haben jetzt ja viele Grundlagen gelernt, viele Tipps bekommen, aber was macht jetzt so den großen Unterschied aus zwischen einem Amateurspieler, zwischen einem Anfänger und einem Profi? Das ist ja auch noch mehr als Technik, oder? Viel mehr. Das ist auch sehr weitreichend. Am Ende des Tages geht es darum, die richtige Entscheidung zu treffen, was Routine angeht, wie du die Zeit nutzt in deinem Tag und für was. Ja? Viele Profis, wie du gesagt hast, es ist mehr als einfach nur, das ist sehr entscheidend, ja? Ballkontrolle, wie gut ist mein Kontakt, wie gut ist mein Touch, nehme ich ihn schon in die Richtung hin, wo ich jetzt hingehen will, oder stoppe ich ihn nur tot und muss dann den zweiten Kontakt in die Richtung nehmen. Solche Kleinigkeiten, aber dann auch, keine Ahnung, schaue ich Filme an oder schaue ich irgendwelche Highlights an oder Live-Recaps von Spielen, analysiere ich meine Lieblingsspiele auf der Position und schaue, dass ich einfach die Zeit am Tag immer gut nutze. Also Leute, fangt an mit Fußball, geht auf den Platz, trainiert, macht die coolen Übungen, die wir uns angeschaut haben. Falls ihr noch mehr zum Thema Fußball sehen möchtet, dann klickt unbedingt hier. Und falls ihr mal eine andere Sportart ausprobieren möchtet, dann klickt unbedingt hier. So ist es.